Moin, Zap hier. In diesem Video möchte ich dir 3 neue Spiele vorstellen, die im Mai 2023 erschienen sind. Das mache ich jeweils in einer kurzen und kompakten Mini-Review. Dabei geht es mit Mountain Core und Above Snakes um 2 unbekanntere Indie-Games von kleinen Entwicklerstudios und bei Miasma Chronicles eher um ein Double-A-Game. Falls du dich nicht für alle Games interessieren solltest, kannst du bequem über die Videokapitel zum Spiel deiner Wahl springen. Ich habe kostenlose Keys von den Entwicklern bzw. den Publishern bekommen, aber wie immer, dies sollte keinen Einfluss auf meine Meinung haben, da ich immer alle Spiele mit dem Gedanken im Hinterkopf betrachte, wie würde ich mich fühlen, wenn ich den vollen Preis bezahlt hätte. Mountain Core 2D Zwergenstaat Survival Simulator. In Mountain Core gründen wir einen Zwergenstaat. Ähnlich wie in RimWorld, Going Medieval oder Clanfolk beginnen wir mit wenigen Einwohnern, bauen erste Gebäude und entwickeln immer komplexere Techniken. So errichten wir nach und nach ein ganzes Zwergenreich unterm Berg und betreiben Handel mit den umliegenden Siedlungen. Entwickelt wird das Spiel von Rocket Jump Technology und dies ist ihr erstes Projekt. Die Grafik von Mountain Core ist dabei rein 2D und recht einfach gehalten. Vergleichbar mit den Vorbildern RimWorld oder Prison Architect. Die Animationen sind eher sparsam und insgesamt ist alles im Block-Style gehalten und nicht besonders detailliert. Aber trotzdem wird daraus mit der Zeit ein recht komplexes Startsystem, nicht ganz so umfangreich wie bei den Vorbild-Games, aber es geht schon in diese Richtung. Die Zwerge legen Felder an, bauen Erze ab, errichten Gebäude vor, aber vor allem auch im Berg, denn wie es sich für ein Zwergenvolk gehört, zielt das Spiel besonders darauf ab, eine unterirdische Siedlung zu errichten. Und hier kann es wirklich sehr umfangreich werden, denn die Maps von Mountain Core sind im Vergleich mit ähnlichen Spielen wirklich groß. Wir starten mit 7 Zwergen und Zwerginnen und alle haben Ausrüstung und Kleidung und allerlei simulierte Werte und Bedürfnisse wie Hunger, Durst, Schlaf und Happiness. Jedes Mitglied unseres Zwergenstammes kann 3 von 13 Berufen erlernen und darin mit der Zeit besser werden. Dazu gibt es die Möglichkeit, sie als Soldaten oder als Zivilisten einzustufen. Zurzeit bietet das Spiel 21 verschiedene Raumtypen, von Steinbruch, Schmiede- und Lagerraum bis zu Schlafzimmer und Küche. Die sind alle sofort verfügbar, ohne weitere Forschung. Und jede Raumart bietet dann eigene Möbel, Werkstätten und für ihren Betrieb werden 12 Sorten Werkzeug benötigt, die wir aber auch noch aus 18 verschiedenen Erzsorten herstellen können. Und für alles gibt es Zwischenprodukte, sodass wir Dutzende Materialien, Rohstoffe, halbverarbeitete Gegenstände und fertige Produkte herstellen, transportieren, lagern und verwalten müssen. Es gibt auch Jahreszeiten im Zwergenreich und dies hat vor allem Einfluss auf die 8 verschiedenen Getreide- und Gemüsesorten. Alle haben ihre eigenen Wachstums- und Reifezeiten, die wir beachten müssen. Und neben dem pflanzlichen Futter gibt es auch noch ein Dutzend Fleischsorten und viele weitere Details. Später im Spiel müssen wir auch Angriffe auf unsere Zwergensiedlung abwehren, was Verteidigungsbauten und Soldaten erfordert. Mountain Core erschien am 18. Mai auf Steam im Early Access. Die Entwicklung ist also noch im vollen Gange und die Entwickler haben allerlei Ideen und Pläne für neue Räume, mehr Features und eigentlich mehr von allem. Mit knapp 23 Euro oder Dollar ist der Preis für die gebotenen Inhalte eher am oberen Ende der Skala für meinen Geschmack, aber wer sich nicht am vereinfachten Grafikstil stört, kann hier sicherlich einige Stunden Spielspaß finden. Above Snakes. Niedliches Zombie-Survival-Abenteuer im Wilden Westen. Above Snakes wurde über eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne vorfinanziert und wird vom Solo-Entwickler Squareglade Games aus Deutschland gebaut. Die Basis ist ein leichtes Survival-Spiel in einer Wildwest-Welt, die nach einem Meteoriteneinschlag von Zombies heimgesucht wird. Wir spielen Ayanna, eine junge Frau, über die wir auch erst nach und nach mehr erfahren. Wir versuchen in einer leicht bekömmlichen Story herauszufinden, wie wir unsere Welt vor der neuen Bedrohung durch die wandelnden Untoten retten können. Dabei lernen wir einige NPCs kennen, die fast immer eher einfache Quests für uns bieten. So gibt es Aufgaben wie sammle das X-Item, finde NPC Y oder solche simple Dinge. Und fast immer ist damit verbunden, dass wir erst eine neue Extrakarte für die Map entwickeln müssen. Dazu gleich mehr. Above Snakes, was so viel bedeutet wie immer noch am Leben, bietet neben den üblichen Survival-Elementen Hunger, Durst, Erschöpfung auch einen Wert für die geistige Gesundheit unserer Heldin. Wir können sie mit Ausrüstung in 5 Slots besser für die Anforderungen und Bedrohungen unserer Welt vorbereiten. Daneben bauen wir aus verschiedensten Bauelementen eigene Gebäude, Felder und Werkstätten. Überhaupt ist das Sammeln von Ressourcen und das Crafting ein sehr wichtiger Faktor im Spiel. Besonders nachts wird die Welt durch herumstreunende Zombies gefährlicher.
also sollten wir ein Bett in einem festen Haus zur Verfügung haben. Es gibt zwar etwas Charakterentwicklung durch 8 Talente für die verschiedenen Werkzeuge und Waffen, sowie Ausdauer, Kochen und Angeln. Diese steigern wir einfach durchs Benutzen der jeweiligen Tätigkeit und können dann dadurch etwas schneller arbeiten, etwas besser kämpfen oder etwas länger durch die Welt laufen. Apropos Welt, hier liegt ein ganz besonderes und auch originelles Alleinstellungsmerkmal von Above Snakes. Denn unsere Welt ist nicht vorgegeben oder zufallsgeneriert, sondern wir craften uns Kartenteile und können diese nach unseren Wünschen wie bei einem Brettspiel aneinanderlegen. Wir erforschen mit der Zeit neben einigen Standardkarten wie Wiese, Wald, Wüste, Teich und Mischungen dieser Elemente zwar auch einige Spezialkarten, die wir besonders für die Quests und Hauptstory brauchen, aber im Endeffekt reicht es von jedem Biom ein paar wenige Karten herzustellen und die Hauptkarten jeweils einmal zu bauen. So viel Abwechslung, wie man zuerst denkt, bringt das System mit der freien Anordnung der Karten dann aber enttäuschenderweise doch nicht. Und die Geschichte ist eher seicht und das Survival bietet auch nur wenig Herausforderungen. Für ca. 15 bis 20 Stunden Spielspaß reicht es aber trotzdem. Nur wenn die Story einmal durchgespielt ist und man seinen Charakter einmal voll entwickelt hat, ergibt sich nicht besonders viel Wiederspielwert daraus, nach meinem Empfinden. Above Snakes erschien mit Release-Date 25. Mai 2023 auf Steam und kostet mit knapp 25 € oder Dollar leider auch etwas mehr, als ich für so ein kleines Indie-Game und für seinen Spielumfang als angemessen empfinde. Allerdings läuft es sehr stabil und hat wirklich einige sehr eigene Ideen und schicke Charakterdesigns. Das hat mir gut gefallen. Above Snakes ist übrigens auch für das Steam Deck optimiert, sodass man hier ein unterhaltsames kleines Spiel für unterwegs bekommt. Miasma Chronicles, taktisches Sci-Fi-RPG mit rundenbasiertem Kampf. Kommen wir zu einer ganz anderen Kategorie von Spiel. Miasma Chronicles ist ein Science-Fiction-Rollenspiel mit rundenbasierten Taktikkämpfen à la XCOM in einer Endzeit-Version der USA. Und anders als die beiden vorherigen Games steht hinter diesem Titel kein Indie-Team, sondern erfahrene Entwickler mit einem etwas größeren Budget, also eher ein Double-A-Game. Durch zuerst nicht bekannte Umstände ist die ehemals von Konzernen regierte Welt zerbrochen und wird von einer merkwürdigen Bedrohung namens Miasma heimgesucht. Diese Substanz sorgt neben allerlei Zerstörung auch für eine Art Dimensionsverschiebung. Und dazu kommen dann noch merkwürdige Wesen, die das Miasma als eine Art Gottheit anbeten und alle Menschen ausrotten möchten. Wir spielen Elvis, den Sohn einer legendären Frau, die mit dem Miasma umgehen konnte. Aber aus unbekannten Gründen ist sie durch eine Wand aus diesem merkwürdigen Stoff gegangen und damit für uns erstmal unerreichbar. Der junge Elvis ist sehr technikbegabt. Sein Kampfgefährte und bester Kumpel, der Roboter Dix, ist fast wie ein Bruder für ihn. Und mit einem merkwürdigen Handschuh, den seine Mutter ihm ohne wirkliche Anleitung hinterließ, bekommt er nach und nach besondere Kräfte, die ihn das Miasma zumindest teilweise kontrollieren lassen. Aber bis er die volle Kontrolle darüber bekommt und überhaupt versteht, was das Miasma ist, wird einige Zeit vergehen. Grafisch hat Miasma Chronicles einiges zu bieten. Die Charaktere sind schick gestaltet, die Welt ist in einzelne Karten aufgeteilt, diese Maps sind hochwertig designt und sehr hübsch anzusehen, auch wenn hier allerlei Endzeit-Klischees verarbeitet werden. Die Dialoge sind alle voll vertont und oft mit kleinen Cutscenes versehen. Obwohl wir meist nur in isometrischer Top-Down-Perspektive durch die Welt laufen, bekommen wir einiges fürs Auge geboten. Neben Siedlungen und Orten, an denen die Story fortschreitet, gibt es auf fast jeder Map einen sehr taktisch orientierten Parcours mit Verstecken, Klettermöglichkeiten, Explosionsfässern, Fallen und anderen Elementen, die wir dann in den taktischen Rundenkämpfen nutzen können. Ein mittelkomplexes Rollenspielsystem erlaubt es unseren Helden mit besserer Ausrüstung, stärkeren Skills und zusätzlich taktischen Möglichkeiten aufzuwerten. Und nach einiger Zeit wird unsere kleine Gruppe auch noch mehr Gesellschaft bekommen. Entwickelt wurde Miasma Chronicles von The Birded Ladies, dem Team hinter Mutant Year Zero Road to Eden und mit dem Publisher 505 Games, bekannt durch Spiele wie Control, Assetto Corsa, Death Stranding oder auch zuletzt Stray Blade, steckt auch etwas Kapital hinter diesem Spiel, was man der Qualität von Grafik und Vertonung auch anmerkt. Nur sehe ich allerlei Probleme im Balancing, denn die Kämpfe sind wirklich knackig. Und manches Mal gerät das auch in den Bereich frustrierend bis zum Haare raufen. Denn die Gegner sind zahlreich und teilen ordentlich aus, während Heilmaterial sehr knapp ist und unsere Heldengruppe oft in massiver Unterzahl ist.
Die Cooldowns sind meistens viel zu lange und selbst für Ablenkungsskills muss man erst leere Flaschen finden und die sind seltsamerweise extrem selten aufzuheben, obwohl überall jede Menge davon als Deko herumstehen. Dazu verbrauchen auch einfache Handlungen wie Heilungen und Nachladen unsere extrem knappen Aktionspunkte, sodass man oft einfach überrannt wird. Und zwischen den Kämpfen regenerieren geht auch nicht. Also, selbst wenn man weiß, dass die Helden stark angeschlagen sind, kann man nicht einfach nach Hause gehen und sich ausruhen. Man muss verwundet in den nächsten Kampf gehen und erstmal wieder Actionpunkte und die seltenen Verbrauchsmaterialien dafür verwenden. Das finde ich sehr, sehr seltsam und nicht schön. Auf manchen Karten kann man das ausgleichen, durch Schleichen, heimtückische Angriffe aus dem Hinterhalt oder geschickte Nutzung der Umgebung. Und wenn man es schafft, das fast puzzelartig schwierige Kampfszenario mancher Karten aufzulösen und die Umgebung für sich zu nutzen, entsteht daraus auch Spaß und Befriedigung, etwas geschafft zu haben. Aber die Story wirft einen oft auch unvorbereitet mit halber HP in Kämpfe, wo es keine Möglichkeiten für besondere Platzierungen oder Hinterhalte gibt. Dies mag sicher für manche Taktikfans eine tolle Herausforderung bieten. Ich fand es aber etwas zu heftig für meinen Geschmack, selbst auf Schwierigkeitsgrad 2 von 4. Es gibt auch einen Story-Modus, wo die Kämpfe dann noch weiter heruntergeschraubt werden, aber meine Güte, kann das Spiel einem manchmal den Hintern versohlen. So habe ich nach 10 Stunden Spielzeit manche Schlacht doppelt oder vierfach gespielt und bin weit davon entfernt, das Ende des Spiels gesehen zu haben. Aber stets war ich im Schwanken zwischen ich möchte mehr von der schicken Welt sehen und mehr abgedrehte Miasma-Skills lernen und boah, schon wieder umzingelt und ausradiert worden. Heiltränke komplett alle und keine wirkliche Chance gehabt. Das nervt. Miasma Chronicles erschien mit Release-Date 23. Mai 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie PC auf Steam und im Epic Games Store. Die Präsentation ist zwar meistens hochwertig, sodass der Preis von 50 Euro oder Dollar angemessen erscheint. Mit der hohen Frustrationsgrenze durch das in meinen Augen nicht ausgereifte Balancing kann man diese schicke Welt aber irgendwie nicht völlig genießen. Und dadurch hinterlässt das Preisschild dann doch irgendwie einen sehr, sehr fahlen Beigeschmack bei mir. Magst du gern minimalistische Strategiezwerge, Zombies im Wilden Westen und knallharte Taktikkämpfe? Oder nervt dich hochgegriffene Preisgestaltung und Balancing, das entweder zu seicht oder zu schwer ist? Schreib mir gern deine Meinung in die Kommentare oder im Community-Discord. Mehr Gaming-News, Spiele-Reviews und Guides findest du auf dem YouTube-Kanal oder unter zapzock.de. Daumen klicken, abonnieren und mit Freunden teilen kann bestimmt nicht schaden. Und dann wünsche ich dir einen tollen Tag. Ciao, ciao, dein Zap.